Wusstest du, dass viele Anfänger im Kaffee plötzlich still sind, obwohl sie schon viele Wörter kennen? Heute zeigen wir dir, welche deutschen PDFs und Guides du wirklich brauchst. Und zwar für echte Situationen. Im Café, beim Amt und am Telefon, alles auf A2-Niveau. Genau, und wir machen das ganz praktisch, nicht trocken. Du bekommst klare Sätze, kleine Spickzettel und Tipps, damit du sofort sprechen kannst. Also, keine Angst mehr vor dir, das, okay? Hey, schön, dass ihr da seid. Ich bin Tim. Freut mich total, dass wir heute über diese kleinen Helfer reden. Und ich bin Julia. Die ganze Lektion ist übrigens auf Vocabli. So, fangen wir direkt an. Das wichtigste PDF für Anfänger ist ein Artikelguide, also das mit Beispielen und Bildern. Ja, ohne das geht's echt schwer. Ein guter Guide hat Farben, zum Beispiel blau für der, rot für die, grün für das. Und kleine Regeln wie Wörter auf iung sind meistens die und Wörter auf chen sind das. Ich schreibe Nomen immer gleich mit Artikel, also die Lampe, der Tisch, das Auto. So lernt man beides zusammen. Und im PDF kann man kleine Symbole haben, wie ein Kleid für die Bluse, das hilft, finde ich. Zweites, sehr nützliches PDF, Aussprache. Viele verwechseln V und W. In Deutsch klingt V oft wie F, zum Beispiel Vater wie Vater, und W klingt wie ein englisches W, also Wasser wie Wasser, genau andersrum als im Englischen. Ja, genau, und dann noch CH. Nach I, E, Ö ist es weich, so ich. Nach A, O, U kommt dieses raue Ach. Ein kleines PDF mit Lauten und Beispielen ist Gold wert. Weißt du, ich habe in einem Forum gelesen. Ein Lerner sagt immer Vase mit englischem wie und niemand versteht ihn. Das ist frustrierend. Mit einem Aussprachespickzettel kann man das jeden Tag 2 Minuten üben. Und noch etwas, bevor wir zur Praxis kommen, ein Mini-PDF für Kaffeesätze. So ganz einfache Bausteine, ich hätte gern, zum Hier oder zum Mitnehmen, sonst noch etwas? Mit solchen festen Sätzen läuft es viel entspannter. Lass uns kurz eine kleine Rolle machen, ja? Ich bin der Gast, du bist die Barista. Wir benutzen nur Sätze aus so einem Kaffee-PDF. Alles klar, leg los. Ich bin bereit, die Barista ist bereit. Guten Tag, ich hätte gern einen Cappuccino, bitte. Gern. Zum Hier oder zum Mitnehmen? Zum Mitnehmen, bitte. Und ein Stück Apfelkuchen. Sonst noch etwas? Das war's, danke. Wie viel kostet es? 4,80 €, bitte. Hier ist der Cappuccino und der Kuchen. Schönen Tag. Danke, ebenso. So, das war super kurz und super real. Genauso steht's im guten PDF. Kleine, klare Sätze, immer die gleichen Fragen und Antworten. Ja, und wichtig, manche Menschen sagen nicht sonst noch etwas, sie sagen noch was, oder no was, besonders mit Dialekt. Ein gutes PDF hat kleine Varianten, damit du nicht überrascht bist. Oh ja, da fällt mir eine Geschichte ein. Ein Anfänger hat im Café alles doppelt bestellt, weil die Barista so schnell und mit Dialekt sprach. Ein noch was? Klang wie eine neue Bestellung, uff. Mit einem Spickzettel für Varianten kann man das üben und bleibt ruhig. Genau. Nächstes essentielles PDF, Formulare verstehen. So Sachen wie Nachname, Vorname, Geburtsdatum, Straße, Please, Ort. Und das Datum, zum Beispiel 15. März. Mit Übersetzung und einem kleinen Beispielformular zum Ausfüllen.
Ich mag da auch ein Mini-Wörterbuch im PDF, Unterschrift, Familienstand, Staatsangehörigkeit, Wohnort. Und Pfeile, die zeigen, wo man was einträgt. Dann bist du beim Amt nicht verloren, sondern ja, ruhig und klar. Okay, kurze Sache noch, ein Verposter ist auch wichtig, aber bitte klein und praktisch. Präsens von sein, haben, werden, plus die 6 Modalverben, können, müssen, dürfen, mögen, sollen, wollen. Mit 2 Beispielsätzen pro Verb, nicht zu viel Text. Total. Und eine kleine Liste mit trennbaren Verben wie anrufen, aufstehen, einkaufen. Ein Pfeil zeigt, ich rufe dich an. Das an steht am Ende. So etwas sieht man und der Kopf macht aha. Bevor wir weitermachen, kleiner Praxistipp, Shadowing. Also, du hörst eine Audio, sprichst sofort mit, Satz für Satz. Ein PDF mit dem Text hilft dabei. Viele sagen, das ist viel effektiver als nur lesen, und ja, ich stimme zu. Ich auch. Du hörst zum Beispiel, ich hätte gern ein Brot, und du sprichst es sofort nach. So trainierst du Aussprache und Rhythmus. Mit Markierungen im PDF, wo die Betonung ist, mega hilfreich. So, machen wir mal einen Minute-Check, ja? Kleines Quiz. Wie spricht man den Buchstaben V in Vater? Ist es wie ein englisches Wie oder wie ein deutsches F? H, einfach wie ein deutsches F. Also Vater. Und W wie in Wasser klingt wie ein englisches Wä, also Wasser. Wenn du das beherrschst, verstehen dich Leute sofort besser. Super. Dann weiter mit den PDFs. Viele diskutieren ja, mehr Grammatik oder mehr Dialoge? Ich sag, für A2 brauchst du beides, aber klein und konkret. Ein Grammatikblatt, ein Dialogblatt, das ist eine gute Mischung. Stimmt. Lange Vokabellisten sind oft mühsam. Ich mag thematische Minilisten, im Supermarkt, beim Arzt, in der Bahn. 5 bis 10 Wörter, dazu 2 Beispielsätze im PDF, fertig. Das bleibt im Kopf. Genau. Und da passieren peinliche Sachen, wenn man nur Wörter kennt, aber keine Sätze. In einem Restaurant hat jemand nur Rindfleisch gesagt, so ganz stolz. Die Bedienung war verwirrt, und alle lachten, sie dachten, er ruft einfach Rindfleisch in den Raum, oh je. Ja, das ist hart. Ein gutes Restaurant-PDF zeigt dir, ich hätte gern das Rindfleisch bitte. Oder das klingt lecker. Oder schmeckt sehr gut. Das sind kleine, höfliche Sätze. Klingt direkt freundlich. Lass uns noch ein zweites kurzes Rollenspiel machen, diesmal Telefon. Viele haben da Angst. Wir nehmen Sätze aus einem Telefonspickzettel, okay? Gern. Du bist die Praxis, ich bin der Patient. Los geht's. Guten Tag, Praxis Sonnenberg, Julia Müller, hallo. Hallo, hier spricht Tim Berger. Ich möchte einen Termin, bitte. Gern. Worum geht es? Ich habe seit 2 Tagen Halsschmerzen. Geht morgen am Vormittag? Morgen um 9 Uhr ist frei. Passt das? Ja, super, um 9 Uhr. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Sehr gern. Auf Wiederhören. Das war's schon. Merkst du die Bausteine? Hier spricht, ich möchte einen Termin. Passt das? Alles kurz, klar, höflich. Genau so sollte ein Telefon-PDF aussehen. Und bitte auch ein kleiner Kasten im PDF. Wie buchstabiert man? Mit dem Alphabet und Beispielen, zum Beispiel B wie Baum. Dann kannst du deinen Namen sicher sagen. Das spart Nerven. Ich gebe noch einen Tipp zu Artikeln, weil das wirklich viele Fehler sind.
Manche Anfänger sagen der Lampe oder das Butter. Und dann korrigieren alle. Nimm ein Artikel-PDF mit Bildern, kleb es an den Kühlschrank und sprich die Wörter laut, zum Beispiel beim Frühstück. Genau, und mach's alltagsnah. Die Butter, das Brot, der Kaffee. Sag jeden Morgen 3 Sätze. Die Butter ist lecker, das Brot ist frisch, der Kaffee ist heiß. Das klingt simpel, aber es trainiert Artikel plus Adjektivformen. Kurz zu Präpositionen, auch wichtig. Ein Bild-PDF mit Dativ und Akkusativ. Zum Beispiel, ich bin in der Schule, Dativ, und ich gehe in die Schule, Akkusativ. Einfache Zeichnungen mit Pfeilen helfen sehr. Oh, und noch eine Stolperfalle, CH und SCH. Ein Aussprache-PDF kann Minimalpaare zeigen, Schiff und Chef, Küche und Kuchen. Wenn du das täglich zweimal laut sagst, merkst du schnell den Unterschied. Es gibt auch die Diskussion, Listen auswendig lernen, ja oder nein. Ich sag, ja, aber klein und thematisch. 10 Wörter mit Sätzen und dann gleich benutzen, im Laden, in einer Sprachnachricht, im Gespräch. Sonst vergisst man das schnell. Ich stimme zu. Nur endlose Listen ohne Kontext? Na ja, das bleibt selten hängen. Besser sind Mini-Dialoge plus Wörter. So hat man gleich eine Situation im Kopf. Noch ein häufiges Missverständnis. Viele sprechen V falsch und Leute verstehen viel nicht. Ein PDF mit Lauten plus Audio ist die Lösung. Du liest, du hörst, du sprichst, Shadowing eben. Nach einer Woche hörst du schon Fortschritte. Und ganz praktisch, druck dir die PDFs in A4 und in klein. Das große Blatt kommt an die Wand, die kleine Version in die Tasche. So kannst du in der Bahn schnell wiederholen, ohne Handy, ohne Stress. Was gehört für mich unbedingt in das Starterpaket? Erstens, Artikelguide mit Beispielen. Zweitens, Ausspracheblatt mit V, W, CH, SCH. Drittens, Café- und Restaurantsätze. Viertens, Telefonredemittel. Fünftens, Formulare mit Übersetzung. Sechstens, Modalverben und trennbare Verben mit kurzen Beispielen. Und ich ergänze, ein kleines Präpositions-PDF mit Bildern und ein Blatt mit Alltagsfragen. Wie spät ist es? Wo ist die Toilette? Können Sie das bitte wiederholen? Das sind echte Lebensretter, wirklich. Apropos Restaurant. Wenn du unsicher bist, sag einfach, was empfehlen Sie? Oder ich bin unsicher, was ist das? Ein gutes PDF erklärt auch Speisekartenwörter, zum Beispiel Beilage, Vorspeise, Hauptgericht. Dann sagst du nicht nur Rindfleisch, sondern einen ganzen höflichen Satz. Und wenn du Dialekt hörst und nichts verstehst, mach eine kleine Entschuldigung. Tut mir leid, ich lerne noch. Können Sie langsamer sprechen? Schreib dir das fett ins PDF. Das nimmt Druck raus, total. Fürs Selbststudium mag ich Checklisten-PDFs. Zum Beispiel, heute kann ich 5 Kästchen im Café bestellen, am Telefon einen Termin machen, ein Formular ausfüllen, 3 Modalverben nutzen, 2 trennbare Verben bilden. Ankreuzen macht Spaß und motiviert. Und mach deinen eigenen Minispickzettel mit den Topfehlern, die du machst. Schreib auf, Vater gleich F, Wasser gleich W, die Butter, das Mädchen. Häng ihn an die Wand. Jeden Tag 2 Minuten laut lesen, fertig. Ich will noch kurz auf den Rhythmus kommen. In vielen PDFs fehlen Betonungen. Markier sie selbst oder such ein Blatt mit Akzentzeichen. Zum Beispiel, ich hätte gern. So klingt es natürlicher. Shadowing hilft hier richtig gut. Ja, und bei Zahlen, schreib sie so, wie du sie sagst. Also 2:30 statt 14:30 Uhr, wenn du das willst.
Ein gutes Zeit-PDF zeigt beide Varianten, damit du flexibel bist. Kleiner Reality Check. Du brauchst nicht alle PDFs auf einmal. Nimm 2 oder 3, die du morgen brauchst. Zum Beispiel Kaffeesätze, Artikelguide und Telefon. Üb die eine Woche lang, dann erst das nächste Blatt. Genau. Und mach dir Notizen auf dem PDF, Markierungen, kleine Zeichnungen, Beispiele aus deinem Alltag. Das ist kein heiliges Dokument, das ist dein Werkzeug. Je persönlicher, desto besser bleibt es im Kopf. Ach, und bitte, keine Panik bei Korrekturen. Viele Deutsche sagen schnell der, die, das. Das ist normal. Mit dem Artikel-PDF im Rücken wirst du sicherer. Und Fehler sind eben Lernschritte, mehr nicht. Zum Schluss ein Mini-Dialog für den Supermarkt, okay? Kunde und Kassiererin, nur mit Sätzen aus einem Einkaufs-PDF. Gern, ich bin der Kunde. Los. Hallo. Haben Sie eine Kundenkarte? Nein, leider nicht. Kann ich mit Karte zahlen? Ja, gern. Möchten Sie den Kassenbon? Ja, bitte. Einen schönen Tag. Danke, ebenfalls. Tschüss. So simpel. So tödlich. Wenn du diese kleinen Bausteine im PDF hast, gehst du viel entspannter einkaufen. Bevor wir schließen, eine Frage an dich. Welche 2 PDFs helfen dir gerade am meisten? Kaffeesätze, Telefon, Formulare, Artikel, Aussprache oder etwas anderes? Und hast du auch schon mal etwas Falsches bestellt, so wie die doppelte Portion im Kaffee? Wir sind neugierig auf deine Erfahrungen. Schreib uns gern deine Tipps und welche Spickzettel du nutzt. So lernen alle mit. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist gratis auf Vocably. Der Link ist in der Beschreibung. Schau da mal rein, probier die PDFs aus, und dann sprechen wir uns nächstes Mal wieder. Genau, mach's dir leicht mit kleinen, klugen Spickzetteln. Viel Erfolg beim Üben und bis bald.